Gold gilt als inflationsresistent. Gold hat einen inneren Wert und dient daher als Wertspeicher in Krisenzeiten, zur Not auch als weltweites Zahlungsmittel. Unser Fiat-Geld ist seit den 70er Jahren nicht mehr verpflichtend an Gold gedeckt. Die Währungsordnung eines Goldstandards wurde aufgehoben. Es befindet sich zu viel Geld im Umlauf, was niemals wieder durch unsere vorhandenen Goldreserven gedeckt werden könnte. Doch wir brauchen stetig mehr Geld, um die Weltwirtschaft voranzutreiben. Zurück können wir also nicht. Wir müssen neu denken. Ich frage mich daher kritisch, hätte Bitcoin das Potenzial, den Goldstandard zu transformieren? Könnte es eines Tages einen neuen Standard geben? Könnte Bitcoin damit unserem Fiat-System eine vertrauensvolle Basis geben? Was denkst du? Bitcoin und Gold? Was verbindet sie? Was trennt sie? All das und noch viel mehr klären wir jetzt. Wie immer, meine eigenen Recherchen, keine finanzielle Beratung. Im Mai 2022 fand das Jahrestreffen des World Economic Forums statt. Auch prominente Vertreter aus der Kryptobranche wie Ripple CIO Brad Garlinghouse waren am Start. Neben dem russisch-ukrainischen Konflikt wurde auch über Bitcoin und Kryptowährungen diskutiert. Alternative Anlage oder Währung, digitales Gold, spekulativer Vermögenswert? Sam Bankman-Fried, Gründer von FTX, verteidigte die Krypto-Community, indem er sagte, aktive Nutzer würden sich in dieser Branche oft besser auskennen. Neben zahlreichen Skeptikern gab es auch positive Stimmen. Manche Experten gestehen offen, dass CBDCs und Kryptowährungen parallel wachsen und sogar voneinander lernen. Grenzüberschreitender Zahlungsverkehr und so weiter. Eins ist gewiss, viele Notenbanken arbeiten bereits an ihren eigenen digitalen Währungen. Digitale Vermögenswerte werden in Zukunft einen festen Platz in unserem Zahlungs- und Finanzsystem bekommen. Doch welchen Platz hat Bitcoin in der Zukunft? Wie können wir Bitcoin in Bezug zu unserem physischen Gold einschätzen? Wir schauen uns jetzt in diesem Video verschiedene Zusammenhänge von Bitcoin und Gold an, aber auch auf die Zusammenhänge Bitcoin mit Fiat-Geld und dem Aktienmarkt werde ich eingehen. Benötigst du grundsätzlich noch einmal Basiswissen zu Bitcoin? Schau dir gerne vorab nochmal mein Bitcoin einfach erklärt Video an. Weitere Infos zu Bitcoin findest du auch beim Blogtrainer Bitcoin2Go oder Bitcoin Debbie. Beginnen wir doch einfach mal beim Markt. Die Marktkapitalisierung von Gold beträgt rund 9 Billionen US-Dollar. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin beträgt zum Stand des Videos im August 2022 rund 380 Milliarden US-Dollar. Das entspricht knapp 4% von Gold. Täglich wird Gold mit einem Volumen von 100 Milliarden getradet. Bitcoins Trading-Volumen umfasst nicht ganz so viel. Laut eines JP Morgans Artikels waren es 2020 10 Milliarden US-Dollar, ein Zehntel so viel. Das ist mittlerweile jedoch mehr geworden. CoinMarketCap zeigt mittlerweile ein durchschnittliches Handelsvolumen von 20 und 40 Milliarden an. Der amerikanische Investor und Unternehmer Anthony Pompliano twitterte 2020, dass Bitcoins Marktkapitalisierung bis Ende 2029 Gold überholen wird. Bobby Lee, bekannter Buchautor und ehemaliger CEO einer Kryptobörse, glaubt, dass Bitcoin die Marktkapitalisierung von Gold schon 2028 überholen wird. Wie seid ihr in Bitcoin und damit in den Markt investiert? Ich habe mit euch deswegen eine Twitter-Umfrage gestartet. Insgesamt haben von euch im Schnitt um die 350 Leute teilgenommen. Ich danke euch auf jeden Fall schon mal dafür. Über 2/3 von euch besitzen Bitcoin. Besitzt ihr Bitcoin? Macht das bei den meisten von euch, 35% von euch, 1 bis 10% eures Gesamtvermögens aus. Wie schaut das beim Investment in physischem Gold aus? Die BaFin hat 2020 eine repräsentative Umfrage mit 1000 Teilnehmern gemacht. Von denjenigen, die in Gold investiert sind, legt ebenso der Großteil um die 10% seines angelegten Kapitals in physisches Gold an. Ich habe euch gefragt, wie ihr dazu gekommen seid, in Bitcoin zu investieren. Die meisten von euch kennen Bitcoin durch Hörensagen und aus dem direkten Umfeld, haben sich dann vermutlich selbst angefangen, damit auseinanderzusetzen und dann zu investieren. Das Thema Investieren in Kryptowährungen wird vielleicht noch recht diskret in Deutschland behandelt, nur gezielt wird Werbung bisher geschaltet, häufig über US-amerikanische Sender zum Beispiel oder über Sportevents. Die 1000 Teilnehmer der BaFin-Umfrage investieren allerdings auch in Gold am ehesten, weil sie über das Internet allgemein oder eben durch Freunde, Verwandte darauf aufmerksam geworden sind. Das Vertrauen ins direkte Umfeld ist nach wie vor am größten. Warum über etwas werben, was schon für sich seit Jahren spricht? Gold ist eine traditionelle Anlage. Seit Jahrtausenden gilt das Edelmetall bereits als internationales Zahlungsmittel. Im Deutschen Reich um 1900 war die Goldmark sogar gesetzliches Zahlungsmittel. Bitcoin wurde von einer unbekannten Person bzw. Personengruppe unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto 2008 ins Leben gerufen. Bitcoin ist noch nicht mal 15 Jahre alt.
Und dennoch, obwohl Bitcoin viel jünger ist, so hat die Blockchain-Technologie ein alternatives System geschaffen, welches international zugänglich ist. Thema Schürfung. Gold muss mit einem enormen Aufwand in Minen an die Oberfläche befördert werden. Eine gewisse Arbeit muss also aufgewendet werden, um den Rohstoff zu bekommen. Das meiste Minengold kommt übrigens aus China, Australien, USA, Russland und Kanada. Auch Bitcoin muss irgendwo geschürft werden. Bitcoins entstehen durch extrem aufwendige Rechenleistungen. Die Rechenleistungen der Computer stellen dafür die Miner zur Verfügung. Die Miner stellen die neuen Bitcoins her. Für den Nachweis ihrer Arbeit werden die Miner mit Bitcoin belohnt. Der Zustimmungsmechanismus heißt daher auch Proof of Work. Die Top 5 Länder für Bitcoin-Mining sind Anfang 2022 die USA, Kanada, Kasachstan, Russland und Malaysia gewesen. Thema Angebot und Knappheit. Gold ist knapp. Schätzungen zufolge sollen knapp 200.000 Tonnen Gold bis heute geborgen worden sein. Weltweit sind Schätzungen zufolge nur noch 54 Tonnen an Goldreserven verfügbar. Australien hält mit 11.000 Tonnen ca. 20%. Übersetzen wir das Ganze einfach mal in Kryptosprache. Rund 54.000 Tonnen sind noch nicht im Umlauf, können noch geschürft werden. 2018 konnten zum Beispiel rund 3.000 Tonnen durch die Miner befördert werden. Spekulieren wir, dass die Minen weiterhin im Schnitt 3.000 Tonnen neues Gold befördern, dann würden diese 54.000 Tonnen in 18 Jahren zu Ende geschürft sein. Das Goldangebot lag im Jahr 2021 bei über 4.000 Tonnen. Die Nachfrage nach Gold ist also größer, als die Minenproduktion fördert. Um diese Nachfrage zu bedienen, kommt das Restgold durch Terminverkäufe der Produzenten zustande, durch Wiederaufbereitung des Goldes oder durch Bestandsverkäufe von Zentralbanken. Wir könnten also sagen, hier kommt es zu Gold-Buybacks, um das Gleichgewicht zu halten. Deutschland hat übrigens nationale Goldreserven von rund 3.000 Tonnen eingelagert, die Zentralbank der USA rund 8.000 Tonnen. Wir könnten sagen, dass die USA damit Top-Hodler der sich in Umlauf befindenden Goldbestände ist. Auch Bitcoin ist knapp und endlich. Bitcoin ist auf maximal knapp 21 Millionen Coins begrenzt. Die Neuschürfung ist bereits jetzt schon sehr weit vorangeschritten. Es wird nie mehr als 21 Millionen Coins geben. Das ist im Code unwiderruflich festgelegt. Von den 21 Millionen Coins sind bereits jetzt schon rund 90% geschürft und im Umlauf. Von den sich bereits im Umlauf befindenden Coins halten die Top 100 Adressen aktuell weniger als 15%. Viel Bitcoin ging über die Zeit verloren, die tatsächliche Umlaufmenge beträgt daher weniger. Der begrenzte Gesamtvorrat ist zwar deflationär ausgerichtet, doch die Neuschürfung durch die Miner beinhaltet eine inflationäre Komponente. Es werden neue Coins erzeugt, wie Minenarbeiter Gold fördern können. Die Neuschürfung wird nun beeinflusst durch das Bitcoin-Halving. Durch das Bitcoin-Halving wird das Angebot an neu geschürften Coins für die Miner alle 4 Jahre reduziert. Und zwar so lange, bis 21 Millionen Coins geschürft sind. Das könnte in rund 120 Jahren der Fall sein. Damit reduziert sich die Produktionsrate für Bitcoin. Das Halving sorgt dafür, dass die inflationäre Komponente stetig kleiner wird. Aktuell werden alle 10 Minuten 6,25 Bitcoin als Reward für die Miner produziert. Mit dem nächsten Halving halbiert sich der Reward auf 3,125 und so weiter. Das Stock-to-Flow-Modell für Bitcoin setzt nun die aktuelle Umlaufmenge von ca. 19 Millionen Bitcoin ins Verhältnis zu der Produktionsrate. 2019 wies Bitcoin einen Stock-to-Flow-Wert von 56 auf, Gold lag bei 62. Je höher der Wert ist, desto knapper das Gut. Der Wert von 56 heißt in dem Fall, dass es 56 Jahre dauern würde, um wieder die Umlaufmenge zu produzieren, wenn die Produktionsrate gleich bleibt. Das Halving trägt dazu bei, dass sich der Stock-to-Flow-Wert etwa alle 4 Jahre verdoppelt. Ganz wichtig, der Faktor zeigt nur, wie knapp ein Gut ist und zeigt aber auch nur die Angebotsseite. Preisschwankungen, bedingt durch die Nachfrageseite, sind nicht mit hineinkalkuliert. Stock-to-Flow muss also immer in einem größeren Zusammenhang mit anderen Hinweisen betrachtet werden. Allgemein können wir jedoch sagen, dass Bitcoin ein knappes Gut ist und ein knappes Gut wird häufig mit einem stabilen Wert assoziiert und das wiederum assoziieren wir mit Gold. Der nächste Punkt: Sicherheit gegenüber Krisen und gegenüber Inflation. Ich habe euch gefragt, hältst du Bitcoin für eine sichere Kapitalanlage?
66,3% halten Bitcoin für eine sichere Kapitalanlage. 65,6% von euch legen lieber das Geld in Bitcoin an, als auf dem Sparbuch einer Bank. Ich meine daraus herauszulesen, dass aufgrund der aktuellen Inflationszeit ihr intuitiv vielleicht nach etwas Sicherem sucht, was euer Kapital nicht entwertet. 57,6% von euch glauben, dass Bitcoin Schutz vor Inflation bietet. Ziemlich spannend. Was sagen jetzt im Vergleich dazu die Teilnehmer aus der Goldumfrage? 83% sehen Gold als eine sichere Kapitalanlage. Ebenso glaubt die Mehrheit, dass Edelmetalle Inflationsschutz bieten und sicherer sind als Spareinlagen bei der Bank. Interessant finde ich, dass sich über die Mehrheit 58% wohl bewusst ist, dass der Goldpreis Schwankungen und damit einem gewissen Verlustrisiko unterliegt. Meine Erkenntnis aus unserer Umfrage und der BaFin-Umfrage: Bitcoin hat wohl schon eine ähnliche Akzeptanz erreicht bei uns wie Gold. Wir werfen jetzt einen Blick hinter die Kulissen. Wie sicher sind Bitcoin und Gold wirklich gegenüber Krisen und einer Inflation? Um dieses etwas komplexere Thema zu verstehen, befassen wir uns mit Gold und dann vergleichen wir das Ganze mit Bitcoin. Also, Sicherheit und Gold. In Krisenzeiten und Zeiten von Inflation dient Gold als Wertspeicher und Finanzreserve. Gold diente jahrhundertelang als Mittel für die Kriegskassen, um die Soldaten zu bezahlen. Gold wird oft als Währung der letzten Instanz bezeichnet. In Venezuela benutzten die Bürger vor 2 Jahren aufgrund einer Inflationsrate von rund 3000% Goldstückchen als Geldersatz. Auch unsere Generation in Deutschland haben in den 20ern eine Hyperinflation erfahren. Wie wenig du in den 1920ern für dein Geld bekommen hast. Ein Ei für 320 Milliarden Mark. Es wundert mich nicht, dass die deutschen Privatanleger mittlerweile mehr als 9000 Tonnen Gold besitzen. Das ist 3-mal so viel, wie die Bundesbank besitzt. Damit hat Deutschland privat und staatlich insgesamt über 6% der weltweiten Goldreserven gebunkert. Ein steigender Goldpreis könnte darauf hinweisen, dass Fiat-Währungen weltweit an Wert verlieren. Ein Indikator für Inflation. Hier siehst du mal den Kaufkraftverlust seit dem Jahr 2000 von Fiat-Währungen eingeblendet. Große Weltwährungen wie unser Euro hat rund 80% seiner Kaufkraft in den letzten 20 Jahren verloren. Gold hat demgegenüber seine Kaufkraft behalten. Der Wert des Edelmetalls blieb relativ konstant, unabhängig von der Schwankung des Goldpreises. Warum ist das so? Warum ist unser Fiat-Geld immer weniger wert und warum behält das Edelmetall Gold stattdessen seinen Wert? Das hat zunächst etwas mit dem inneren Wert zu tun. Der innere Wert bezeichnet die Eigenschaft, dass etwas allein für sich schon einen Wert hat. Gold ist ein Edelmetall und erhält daher einen materiellen Wert, einen Sachwert. Im Gegensatz dazu hat Papiergeld keinen inneren Wert, es ist nur ein Papierschein in Anführungszeichen. Auf dem Schein hat die Zentralbank 10 Euro gedruckt, somit gibst du dem Papier einen instrumentellen Wert, ein Mittel zum Zweck. Was musste passieren, dass Geld seinen instrumentellen Wert verlor? Viele Jahrtausende lang war es so, dass eine Währung, ein Geld, einer bestimmten Menge Gold entsprach. Um die 1900er Wende gab es in Deutschland die Reichsmark. Die Reichsbank versprach einem Bürger, er bekommt für 2,79 Goldmark 1 Gramm physisches Gold und er könne jederzeit es dafür eintauschen. Das gab Vertrauen in die Banknote. Das Vertrauen war so stark, dass die Bürger die Garantie nicht einlösten, denn Papier war viel praktischer. Die Wirtschaft konnte florieren, die Industrie konnte schneller voranschreiten. Das gefiel wiederum der Weltwirtschaft und den Staaten und die druckten deswegen noch mehr Geld. Geld, was irgendwann nicht mehr ganz goldgedeckt war. Und was dann passierte, das weißt du, das war dann die Hyperinflation. Dann kam die Weltwirtschaftskrise 1929 und die beiden Weltkriege. Die Länder brauchten finanzielle Mittel, Inflation half dabei, den Krieg zu bezahlen. Also wurde wieder Geld gedruckt. In den Jahrzehnten darauf wurden immer wieder Versuche unternommen, eine internationale Währungsordnung aufzustellen und das Papiergeld zu retten. Das bekannteste System hieß Bretton-Woods-System. Es wurde 1944 eingeführt, die Geburtsstunde des Internationalen Währungsfonds IWF. Das Bretton-Woods-System ist ein kombiniert festes und flexibles Wechselkurssystem. In diesem System wurde der US-Dollar mit Gold gedeckt. Der US-Dollar wurde damit zur zentralen Leitwährung. Die USA wurde Reservewährungsland.
Aus dieser Zeit heraus erklären sich vermutlich immer noch die weltweit größten Goldreserven in den USA. Parallel wurde immer wieder der private Goldbesitz verboten, um Gold als alternative Währung zu verhindern. In den USA durfte ein Bürger bis in die 70er Jahre nur Schmuck und Münzsammlungen besitzen. In den 60ern kippte das Bretton-Woods-System immer mehr. Die Einlösepflicht Dollar in Gold funktionierte nicht mehr. US-Präsident Nixon stoppte 1971 schließlich die Goldbindung. Der Internationale Währungsfonds bestärkte dies ein paar Jahre später. Die Mitglieder mussten ihre Währungen nicht mehr an Gold binden. Viele Zentralbanken haben jetzt noch Gold als Währungsreserve. Dieses Gold dient jedoch nicht eben nur zur Deckung der eigenen Währung, sondern vielmehr auch als Reserve für Kriegszeiten oder als Ausgleich zu den Schwankungen des US-Dollars. In den 70ern begann damit die ungedeckte Papiergeldära. Daher hat sich der instrumentelle Wert Papiergeld vom inneren Wert des Goldes mehr und mehr gelöst. Papiergeld hat keinen inneren Wert. Wie steht es jetzt um die Sicherheit und den inneren Wert von Bitcoin? Eine Arbeit von 2022 hat sich mit der Stabilität von Bitcoin beschäftigt. Ob Bitcoin auch gegenüber Inflation absichert? Die Schlussfolgerung der Autoren: Bitcoin als Inflationssicherung ja, das erkennst du hier. Die Bitcoin-Preise steigen nach einem positiven Inflationsschock erheblich. Eine erwartete Inflation löste auch bei Bitcoin stärkere Preisschwankungen aus gegenüber Gold. Bitcoin ist jedoch kein sicherer Hafen. In Zeiten finanzieller Unsicherheit reagiert Bitcoin anders als Gold. Das siehst du in der Grafik daran, dass der Preis von Bitcoin als Reaktion auf den VEX negativ reagiert. Der VEX ist quasi eine Art Angstbarometer, der Hinweise liefert, wie stark die Marktteilnehmer stärkere Kursschwankungen befürchten. Nach Unsicherheiten, die politisch und weniger finanziell begründet sind, sinken die Preise von Bitcoin spannenderweise nicht. Dies spricht wiederum für die Unabhängigkeit gegenüber Regierungsbehörden. Ich würde diese Arbeit insgesamt trotzdem mit Vorsicht betrachten. Es braucht einfach noch viel mehr Metadaten. Außerdem wurden die neuesten Ereignisse aus dem Jahr 2022 mit den Strompreisen und dem umsatzschwachen Kryptomarkt seit 2022 eben nicht mit einbezogen. Mining-Farmen sind kostentechnisch aktuell viel mehr belastet als das letzte Jahr, sodass diese teils in Texas begonnen haben, Strom zu verkaufen, anstatt Bitcoin zu schürfen. Der Verkaufsdruck auf Mining-Farmen wuchs, Farmen verkauften Bitcoin ab und das diente eben darum, den Cashflow aufrechtzuerhalten. Dies wiederum hat negative Auswirkungen auf den Bitcoin-Preis gehabt. Hat Bitcoin jetzt einen inneren Wert? Kritisiert wird, dass Bitcoin keinen realen Wert hat im Gegensatz zu Gold. Warum geben wir Gold einen realen Wert? Weil wir wissen, dass Edelmetall nicht nachgebaut werden kann und weil wir den materiellen Wert als den inneren Wert definieren. Doch was passiert, wenn wir ein digitales, knappes Gut anders bewerten müssen? Nicht mit einem materiellen Wert, sondern mit einem digitalen. Und dazu habe ich mir zwei Gedanken gemacht. Der erste ist der: Was ist Geld? Geld bekommst du, weil du dafür gearbeitet hast. Geld ist Arbeitsspeicher. Und wie entsteht Bitcoin? Durch digitales Schweiß und Blut. Weil Computer hochkomplexe Rechnungen lösen müssen, damit am Ende ein echter Block entsteht, der dann an die Blockchain gehängt werden kann. Insofern könnte doch Proof of Work der Beweis dafür sein, dass jede Sekunde hart für Bitcoin gearbeitet wird. Könnte das nicht genug Vertrauen schaffen, um einen inneren Wert zu definieren? Und der zweite Punkt ist der: Bitcoins Blockchain bildet grundsätzlich ein Netzwerk. Viele andere digitale Technologien wie das Telefon, Internetprotokolle, Suchmaschinen wie Google, Amazon oder soziale Netzwerke wie Facebook auch können anhand des sogenannten Netzwerkeffekts gemessen werden. Der Netzwerkeffekt sagt aus, dass sich mit jedem Nutzer oder Knoten das Netzwerk um einen bestimmten Faktor potenziert. Das heißt, es scheint eine positive Beziehung zwischen einem aktiven Nutzer zu geben und dem Wert eines Netzwerks. Mehr Nutzer, mehr Reichweite, mehr Wert. Einziges Manko: Bei Bitcoin ist es nicht so leicht, die wirklich aktiven Nutzer, die aktiven Adressen herauszufiltern. Denn eine Adresse entspricht nicht immer einer Person. Ein Nutzer hat zum Beispiel mehr als eine Adresse oder eine Börse hat große Konten für mehrere tausende Nutzer. Und dennoch siehst du in dem Bild hier, dass die Zahl der Adressen mit einem positiven Kontostand über 0 tendenziell hier in grün zunimmt. Alles in allem scheint es Hochrechnungen zu geben, dass Bitcoin mittlerweile auf rund 120 Millionen Nutzer weltweit zählen kann. Könnten wir nicht schlussendlich auch Bitcoins Wert mit dem Netzwerkeffekt definieren? Abschließend dazu ein Zitat. Der JP Morgan Investment Analyst Pablo Yoda aus einem Interview mit BTC Echo hat gesagt:
Man könnte sagen, dass die Investoren beginnen, den inneren Wert von Bitcoin aufgrund seiner wirtschaftlichen Eigenschaften zu erkennen, da es sich um einen knappen, dezentralisierten und sicheren Vermögenswert handelt. Daher kann Bitcoin langfristig als eine gute Absicherung gegen die Inflation angesehen werden, da es dem Käufer ermöglicht, seine Kaufkraft zu bewahren. Der aktuelle Preis von Gold und Bitcoin unterliegt Kursschwankungen. Wir kommen also zum Thema Volatilität. Viele Experten behaupten, dass der Bitcoin-Kurs extremst volatil und spekulativ ist. Bitcoin-Kursanstiege seien nicht nachhaltig, die Kurse können jederzeit abstürzen und bedeuten im schlimmsten Fall den Totalverlust. Dazu sage ich, ja, das ist richtig, doch ich kann mir eine Dämpfung der Kursschwankungen für die Zukunft vorstellen. Auch der Analyst Jordan sagte dazu, dass die Korrelation zum Aktienmarkt gebrochen würde, sobald der Markt reif dafür ist. Mit der aktuellen Marktkapitalisierung sei Bitcoin eben noch nicht groß genug. In dem Moment, in dem institutionelle Marktteilnehmer die Vorteile von Bitcoin im Vergleich zu Gold erkennen, wird die Korrelation zum traditionellen Finanzmarkt brechen, so die Aussage. Mit eigenen Worten, bisher unterscheidet sich Bitcoin doch von Gold auf kurze Sicht durch insbesondere 3 Punkte. Das ist die fehlende institutionelle Akzeptanz, die Aktienmarktkorrelation und die Marktgröße. Je mehr Einzelpersonen, aber eben auch Institutionen Bitcoin akzeptieren, wächst die Marktkapitalisierung, wächst der innere Wert von Bitcoin, Stichwort Netzwerkeffekt, und damit könnten die Wechselwirkungen auch durch den Aktienmarkt abflachen. Die Volatilität hängt auch mit der Akzeptanz zusammen. Wie steht es um Bitcoins Akzeptanz durch Institutionen und Großinvestoren? Im Detail fehlt es noch an Regulation, wie Kryptowährungen und verschiedene Tokens betrachtet werden müssen, wie sie gesetzlich und steuerlich unterschieden werden. Utility Tokens, Security Tokens, NFTs, Stablecoins und so weiter. Je klarer diese Regulationen erarbeitet werden, desto eher können traditionelle Investoren in Bitcoin einsteigen. In der EU wird gerade im Rahmen der MiCA-Verordnung zwischen EU-Parlament, Kommission und Europäischem Rat an Regulationen für Kryptowährungen gearbeitet. Während sich einige Behörden zu Krypto wohl noch finden müssen, haben sich bereits andere große Dienstleister wie PayPal und BlackRock zu Bitcoin bekannt. Sie möchten die Nachfrage ihrer Kunden bedienen. Seit diesem Jahr steigen auch immer mehr die deutschen Banken in die wachsende Nachfrage ein. Die Sparkasse zum Beispiel startete jetzt 2022 ein Pilotprojekt. Über 50 Millionen Kunden könnten nach dieser Vorbereitungsphase Kryptowährungen bei ihrer Hausbank handeln. Bitcoin schon sehr bald direkt über Girokonten kaufen. Oder die Volksbank Bayern Mitte. Die hat sich dieses Jahr die Namensrechte an der Bitcoin Go Card gesichert. Die Bank kann die gekauften Bitcoin der Kunden einfach auf den Private Key dieser Karte senden. Die Commerzbank hat im April 2022 den Antrag für eine Kryptoverwahrlizenz bei der BaFin eingereicht. Also da passiert gerade einfach so viel. Die herkömmlichen Banken und die Zahlungsdienstleister müssen sich jetzt entscheiden, mitmachen, ja oder nein. Alles in allem könnte dazu beitragen, dass Bitcoin näher an unser traditionelles Gold rückt. Ähnlich sehen das auch die Experten von JP Morgan. Es ist jedoch unwahrscheinlich, sagen sie, dass eine Konvergenz der Volatilitäten zwischen Bitcoin und Gold schnell eintritt. Wir denken, dass dies ein mehrjähriger Prozess ist. Wie schaut es denn mit Gold aus? Auch wenn physisches Gold kein Ausfallrisiko hat, so unterliegt auch der Goldkurs als Rohstoff starken Kursschwankungen. Diese Schwankungen sind nicht so kurzfristig und schnelllebig wie bei Bitcoin. Ein Bärenmarkt für Gold kann dann auch schon mal zwischen 5 und 20 Jahren lang andauern. Beispiel: Zwischen 1982 und 2004 lag der Goldpreis im Jahresdurchschnitt immer nur um die $400 je Feinunze. Das waren über 20 Jahre, die du hättest hodeln müssen, um saftige Gewinne mitzunehmen. Heute liegt der Preis zum Stand des Videos bei rund 1.700 US-Dollar pro Unze. Hättest du 1982 investiert, hättest du jetzt ein Wachstum von über 370% mitgenommen. Aber wie viele von uns können behaupten, sie hätten das geahnt? Wie können wir uns diese Kursschwankungen erklären? Der Preis für physisches Gold wird zweimal pro Tag am London Bullion Markt durch 5 internationale Großbanken festgelegt. Dieses Goldfixing dient als Richtwert und beeinflusst wiederum die Goldpreise an den weltweiten Rohstoffbörsen. Angebot, Nachfrage und die Zinssätze spielen für den Goldkurs eine Rolle. Gold wird vorwiegend mit US-Dollar gehandelt. Hier besteht also ein gewisses Währungsrisiko zum US-Dollar.
Verändern sich die Wechselkurse zwischen US-Dollar und anderen Währungen, verändert sich auch der Goldpreis. Hier siehst du eingeblendet die Goldrendite seit 2001. Bei USD lag diese im Schnitt bei jährlich 9%, bei Euro 8,1%. Wie zum Thema Inflation erwähnt, auch die Wertentwicklung anderer Währungen spielt eine Rolle. Steigt der Goldpreis, kann das ebenso auf den sinkenden Wert anderer Währungen zurückzuführen sein. Als Rohstoff hängt der Goldpreis außerdem vom Ölpreis und der Entwicklung anderer Metalle wie Silber oder Kupfer ab. Die Emotionen beeinflussen den Preis außerdem stark. In Zeiten von Krisen und Inflationsängsten steigt die Nachfrage nach Gold. Hier siehst du mal ein Bild eingeblendet, wie der Kurs sich je nach Krisen in Zyklen nach oben geschraubt hat. Seitdem das Papiergeld nicht mehr durch Gold gedeckt ist, hat dies seit den 70ern zu einem positiven Trend von Gold geführt. Themen wie Ölkrise und weitere Krisen haben das Ganze getriggert. Wird der Preis von Gold weiterhin steigen? Auch wie bei Bitcoin, niemand weiß, wie die Zukunft ausschaut. Solange wir Geld haben und Angst haben, es zu verlieren, desto mehr suchen wir nach einem sicheren Hafen. Solange die Zinspolitik sich nicht stark genug zu unseren Gunsten verändert, solange fehlen die Anreize, in alternative Anlageklassen wie zum Beispiel in Anleihen zu investieren. Hier gilt die Formel: Angst plus Wohlstand ist gleich teures Gold. Welche Einflussfaktoren wirken sich auf den Bitcoin-Preis aus? Ebenso wie Gold allgemein durch Angebot und Nachfrage, eng verbunden mit dem Angebot, speziell für Bitcoin eben das Halving wie erwähnt. Es wird spekuliert, dass durch die sinkenden Miner-Belohnungen der Preis von Bitcoin pro Einheit mit den Jahren steigen muss, um die Miner weiterhin zu halten. Ist die Nachfrage höher als das Angebot, steigt der Preis. Es kommt zu einer positiven Wertentwicklung für Bitcoin. Die Nachfrageseite wird beeinflusst unter anderem durch Akzeptanz und den Netzwerkeffekt. Spannend wird auch der Einfluss sein, wie sehr bisherige Bitcoin-Besitzer Bitcoin wie Gold hodeln oder eher für kurzfristige Deals handeln. Politische Ereignisse können Bitcoin in beide Richtungen beeinflussen. Negativ wie in Krisenzeiten, positiv aber auch die Akzeptanz als Zahlungsmittel durch Länder wie zum Beispiel El Salvador. Damit einhergehend ist auch der Wertverlust von Fiat-Währungen, die vom Gold entkoppelt sind, oder Währungen, die sich vom US-Dollar lösen möchten. Das könnte das Vertrauen in einen alternativen Wertspeicher erhöhen. Und dann auch noch das Thema Nachhaltigkeit und Ressourcenverknappung. Wie wirken sich schwindende Ressourcen auf das Mining aus? Wie sehr wirken sich die hohen Strompreise auf den Bitcoin-Preis aus? Wie sieht es mit Weiterentwicklungen von Hardware und Mining-Infrastruktur aus? Und dann zuletzt noch Regulierungen und Verbote. Werden weitere Länder Mining verbieten? Wer wird Mining-Farmen dagegen willkommen heißen? Abschließend habe ich euch gefragt, was glaubst du, welchen Preis könnte Bitcoin in Zukunft erreichen? 73,9% von euch glauben, dass Bitcoin mehr als 100.000 US-Dollar erreichen kann. Mir ging es bei dieser Frage gar nicht so sehr um die konkrete Prognose. Ich wollte eher herausfinden, wie sehr wir mittlerweile an eine bestehende Existenz von Bitcoin in die Zukunft glauben. Und das tun wir, wenn wir das Ergebnis betrachten. Dazu abschließend noch eine Studie aus dem Jahr 2021. Auch Analysten von der US-Bank JP Morgan vertrauen auf eine optimistische Zukunft von Bitcoin. Sie glaubten, dass Bitcoin langfristig als Wertanlage so beliebt werden könnte wie Gold. Immer mehr Investoren schichten laut der Studie ihr Vermögen von Gold-ETFs in Bitcoin um. Der Kampf um das neue Gold habe bereits begonnen. Gerade für die jüngere Generation, die Millennials, ist das digitale Gold beliebter, wodurch der Druck auf das traditionelle Investorenverhalten wächst. Eines Tages könnte sich so das langfristig orientierte Investmentverhalten von Gold und Bitcoin angleichen, wodurch sich das Bitcoin-Kursziel von 146.000 Dollar errechnet habe. Dieses Kursziel sei jedoch nicht mit dem spekulativen kurzfristigen Investmentverhalten von 2021 gleichzusetzen. Jetzt haben wir uns so viel mit Gold beschäftigt. Wie sieht der Vergleich mit anderen Anlageklassen aus? Dass der Bitcoin-Preis Ähnlichkeiten zu den Schwankungen im Aktienmarkt hat, das wissen wir bereits. Anleger profitieren von den Kursschwankungen. Mit Bitcoin erhältst du keine Dividendenausschüttung. Kleine Ausnahme, du stakest Bitcoin zum Beispiel auf einer Börse. Hast du eine Aktie von einem Unternehmen gekauft, dann präsentieren diese Aktien einen gewissen Vermögenswert des Unternehmens. Hinter Bitcoin steht kein Unternehmen. Die Kryptowährung ist dezentral angelegt worden. Ist Bitcoin dann mehr wie Gold oder mehr wie Geld? Bitcoin wird zugeschrieben, wie Papiergeld auch keinen realen Wert zu haben, und dennoch zahlen wir mit Papiergeld. Wir nutzen es als Zahlungsmittel, um damit unseren Lebensunterhalt zu zahlen.
Auch Bitcoin wird als Zahlungsmittel genutzt, doch die Bitcoin-Blockchain ist bei erhöhter Nachfrage mit Transaktionsanfragen verstopft. Die Netzwerküberlastung führt zu längeren Transaktionszeiten oder zu höheren Gebühren. Nach Bitcoin sind viele neue Blockchain-Generationen entstanden, die mehr Kapazitäten für einen schnellen Zahlungsverkehr haben. Bitcoin kann daher zwar auf der einen Seite noch im ursprünglichen Sinne eine Peer-to-Peer-Transaktion ermöglichen, doch wie auch Gold hat eine neuere Generation der Währung, Geld, die Aufgabe des Zahlungsmittels für den Alltag schrittweise abgelöst. Insofern würde ich schlussfolgern, Bitcoin fungiert gerade aktuell noch so wie so eine Hybridfunktion. Ein bisschen wie Geld, ein bisschen wie eine Aktie, aber es finden sich generell mehr Ähnlichkeiten zu Gold. Warum könnten nicht andere Coins digitales Gold werden? Bitcoin will nichts anderes außer dezentraler Wertspeicher werden. Alle anderen Second-Layer-Updates, wie zum Beispiel Segwit im Jahr 2017, haben nur die Skalierbarkeit für Zahlungsabwicklungen verbessert, aber nicht die Anwendung von Bitcoin per se verändert. Auch Gold macht nichts anderes, als traditionelle Wertspeicher zu sein. Das Edelmetall kann in Notzeiten auch als Zahlungsmittel herhalten. Andere große Dachplattformen Ethereum und Co. mit eigenen Utility Coins müssen andere und viel mehr Funktionen gleichzeitig erfüllen. Und sie werden eben nicht nur zum Zahlen im Netzwerk verwendet, sondern bieten technologische Mehrwerte für Blockchains und Probleme in der realen Welt an. Die Tokenomics sind nicht darauf ausgerichtet, wie digitales Gold werden zu wollen. Du hältst schließlich auch keine ETFs, weil du denkst, sie sind mit physischem Gold gleichzusetzen. Du kannst Birnen nicht mit Äpfeln vergleichen. Viele Open-Source-Protokolle werden außerdem von Organisationen und Firmen unterstützt. Um einen Währungsstandard vielleicht zu verwenden, sollten möglichst wenig einzelne Interessen im Spiel sein. Andere rein dezentral orientierte Kryptowährungen, wie zum Beispiel Privacy Coins, erfüllen mehr den Zweck des Zahlungsmittels, haben weniger Netzwerkeffekt und würden aufgrund ihrer Privatsphäre zu wenig von den Institutionen akzeptiert werden. Bitcoin bleibt seit Beginn dominant. Bisher hat das ganz gut geklappt, trotz mehrerer Hard Forks, Mining-Verbote und Regulierungsversuche. Thema Anonymität. Beim Transferieren von Bitcoin sprechen wir von Pseudo-Anonymität auf der Blockchain. Anonym bist du, weil keine KYC von dir benötigt wird, damit du am Zahlungssystem teilnehmen kannst. Du musst lediglich deinen Public Key angeben. Die Transaktion mit deiner öffentlichen Adresse ist für jeden einsehbar, transparent und rückverfolgbar auf der Blockchain verewigt. Wenn du Bitcoin in Fiat eintauschen möchtest, musst du ja zu einem zentralisierten Institut gehen. Dein Name und deine öffentliche Adresse werden spätestens ab da in Verbindung gebracht. Wie schaut es bei der Anonymität von Gold aus? Ein Goldanbieter, ob Internetportal oder klassische Filiale, muss ähnlich wie eine zentralisierte Börse Regeln befolgen und Käuferdaten notieren. Bis Ende 2019 warst du bis zu einem Goldkauf im Wert von 10.000 € anonym. Dieser Grenzwert wurde ab Januar 2020 auf 2.000 € heruntergesetzt. Thema Anlageformen. Wer in Gold investieren möchte, kann das eben so über verschiedene Anlageformen tun. Beispiele sind eben das physische Gold, Münzen, Barren, Goldschmuck oder eben auch börsengehandelte Goldprodukte, darunter Gold, ETFs oder Zertifikate. Bitcoin ist natürlich in vielen Handelspaaren auf sämtlichen Kryptobörsen handelbar. Es gibt mittlerweile sogar Karten, mit denen du für deine Einkäufe Bitcoin Rewards verdienen kannst. Auch konventionelle Terminbörsen bieten den Handel mit Bitcoin an. 2017 führte zum Beispiel eine der größten Börsen weltweit, die Chicago Mercantile Exchange, den Handel mit Bitcoin Futures ein. Somit musst du nicht Eigentümer von Bitcoin sein, um am Handel mit Bitcoin teilzunehmen. Thema Rechtliches. Physisches Gold zählt als Sondervermögen und hat kein Ausfallrisiko. Wenn du physisches Gold bei der Bank verwahrst, haftet in der Regel eben die Bank für die Sicherheit. Wenn du deinen Barren zu Hause aufbewahrst, bist du dafür verantwortlich. Du kannst dich natürlich versichern lassen über eine Hausratsversicherung. Auch börsengehandelte Indexfonds wie Gold-ETFs sind Sondervermögen. Im Fall einer Insolvenz des Emittenten sind ETFs geschützt. Börsengehandelte Rohstoffe wie Gold-ETCs sind es dagegen nicht. Beim Kauf von ETCs ist es daher sinnvoll, ein Auge auf den Herausgeber zu werfen. Denn hier besteht das klassische Ausfallrisiko. Sprich, wenn der Emittent pleite geht, ist dein Investment weg. Auch ist nicht jedes Zertifikat mit physischem Gold 100% für dich hinterlegt. Und auch nicht jeder Emittent ist dir gegenüber verpflichtet, das Gold selbst, wenn er es bei einer Depotbank hinterlegt hat, an dich auch herauszugeben. Das passiert bei physischem Gold
nicht. Und bei Bitcoin? Die BaFin schmeißt derzeit Bitcoin und alle anderen Kryptowährungen noch in einen Topf. Kryptowerte sind Rechnungseinheiten und sind mit Devisen vergleichbar, sind aber keine gesetzlichen Zahlungsmittel, also kein Geld oder eine Währung im klassischen Sinne. Damit fällt Bitcoin im Sinne von Virtual Currencies unter das Kreditwesengesetz. Für die Verwahrung und den Verlust deiner Coins bist du komplett eigenverantwortlich. Schlagzeilen machte damals der Programmierer Stefan Thomas, der seinen Private Key nicht mehr gefunden hat und damit über 7 Bitcoin im Wert von aktuell rund 150.000 US-Dollar verlor. Transportkosten und Aufbewahrung. Das Edelmetall hat Gewicht. Möchtest du größere Mengen an physischem Gold international transferieren, dann stelle ich mir das für den Großinvestoren sichtlich aufwendig vor. Wenn du Gold daheim lagern möchtest, brauchst du einen guten Tresor. Ein Tresor kann 1.000 Euro aufwärts kosten. Knackt jemand dein Tresor auf, ist dein Gold weg. Bitcoin ist hingegen digital, was für internationale und auch große Zahlungen praktisch ist. Eine Transaktion dauert rund 10 Minuten. Bitcoin kann auf Börsen und verschiedenen Wallets aufbewahrt werden. Ein Hardware-Wallet von Decent oder von Ledger kostet zwischen 60 und 130 Euro. Jemand kann dein Wallet stehlen, doch das bringt dem Dieb nichts, wenn er deinen Private Key nicht kennt. Soft-Wallets bzw. Börsen-Wallets können hingegen gehackt werden. Mein Fazit: Kann Bitcoin digitales Gold werden? Ich bin der Ansicht, wir befinden uns gerade in einem Zeitalter der digitalen Emanzipation von Anlageklassen. Bitcoin muss beweisen, dass es einen realen Wert hat, auch wenn der digital ist. Das Potenzial ist da, dass sich Bitcoin bei gleichbleibender bzw. steigender Nachfrage vom Zahlungsmittel hin zum Wertspeicher entwickeln kann. Bitcoin lässt sich zwar nicht in jedem Punkt mit Gold vergleichen, doch beide haben eines gemeinsam. Der innere Wert wird durch das langfristige Vertrauen der Anleger bestimmt. Bei Gold hat dieses Vertrauen lange Zeit gebraucht. Bitcoin könnte diese Zeit aufgrund seiner dezentralen Eigenschaften verkürzen. Ob physisches Gold vollständig ersetzt wird, das glaube ich zunächst erstmal nicht. Das Edelmetall hat schließlich einen inneren Wert. Beide könnten als zwei Wertspeicher für Investments nebeneinander herlaufen. Allerdings wäre es interessant, die Überlegung anzustellen, ob sich der Standard vom physischen Gold auf digitales Gold übertragen lässt. Wenn letzteres gelingen würde, dann würde Bitcoin in unserer Währungsordnung eine zentrale Rolle spielen. Doch möchten auch die Institutionen ein unabhängiges System integrieren? Vieles hängt also davon ab. Spannend bleibt es in jedem Fall. So, das war's. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Für Fragen und Feedback kommentiere einfach unter dem Video. Ich empfehle dir auf jeden Fall nochmal, wie zu Beginn, mein Bitcoin einfach erklärt Video anzuschauen, wenn du nochmal ein paar Basics brauchst. Wenn du dich für Altcoins und weitere spannende Projekte interessierst, schau dich einfach gerne auf meinem Kanal um. Folg mir auch gerne auf Twitter. Danke dir schon mal. Ich bin Miss Krypto von Krypto fasziniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.